Die Wertigkeit von sowas bekommt es eigentlich hinterher fast noch mehr durch den Einbau und dann auch durch die Pflege. Also der Aufbau von Gebrauchsspuren und Patina, den finde ich für sein Gebäude eigentlich entscheidend. Also ich heiße, wenn ich im Schloss sitze, heiße ich Florian Kirfel Rühle. Das Rühle ist im Verweis auf die Familie, der das Schloss gehört, heißt tatsächlich auch so. Als Architekt nenne ich mich immer kurz Florian Kirfel, weil ich gemeinsam mit meiner Frau Annika Gründer betreibe ich das Architekturbüro Studio Gründer Kirfel hier im Schloss. Ich bin seit bald 20 Jahren der Haupteigentümer dieser gesamten Schlossanlage Betheim. Als Architekt bin ich freiberuflich tätig seit genau diesem gleichen Jahr, seit 2006. Ich habe in Weimar und in Dänemark Architektur studiert. Und jetzt sind wir seit 2013 mit dem Büro und der Familie, wohnen wir hier im Schloss, wirtschaften hier, setzen das Schloss in vielen kleinen Schritten weiter instand. Also das ist eine Arbeit, die meine Eltern schon 1990 begonnen haben. Mittlerweile ist unsere Architektur durch Höhen und Tiefen gegangen. Es zeichnet sich vor allen Dingen durch die Arbeit mit Bestand aus, mit Denkmalen. Ja, der Reiz, sich an das Schloss Betheim zu wagen, ist eigentlich eine Generationenfrage, so neumodisch ausgedrückt, die langfristige Ausrichtung und der langfristige Erhalt von einem Schloss oder von einem historischen Gebäude als solches, aber auch innerhalb der Familie. Das ist ein schöner Ort, das gehört sich so und das haben irgendwie schon die Großväter und Urgroßväter und so weiter gehabt und das geben wir auch weiter. Das ist eine ganz starke, vielleicht sehr traditionell konservative Sicht, aber auch einfach ein extrem starkes Motiv. In dieser Haltung haben meine Eltern in den frühen 90er Jahren, also eigentlich direkt 1990, das Schloss wieder übernommen und durch die Falschbenutzung, zum Teil auch durch bewusste Vernachlässigung, zum Teil einfach durch die Mangelwirtschaft in der DDR war das hier eine Ruine. Aber irgendwie war klar, wir machen das. Und meine Eltern sind keine Architekten gewesen, aber sie sind irgendwie mit einem ganz anderen Aspekt, mit einem ganz anderen Gesichtspunkt herangegangen, nämlich als Soziologen und haben sich mehr um das Zusammenleben gekümmert. Und dieses Leben und einfach das, was da ist, nutzen. Ne? Also meine Eltern sind auch keine besonders guten Handwerker gewesen. Das war denen auch nicht ganz so wichtig. Denen war viel wichtiger, dass man das nutzt, dass man das braucht und dass man es nicht irgendwie musealisiert und überbewahrt. Und die haben dadurch einfach so eine Art soziales Korsett um dieses Schloss gestrickt. Und ich habe das alles immer so mitbekommen. Ich habe in Weimar Architektur studiert, bin dann in den Semesterferien hier gewesen. Wir haben dann irgendwie hier das eine oder andere aufgeräumt und ausgebaut. Und in Weimar, das zu der Zeit eben ähnlich kaputt war wie das Schloss, haben wir auch einfach mit meinen Freunden und Freundinnen, mit denen ich dort studiert habe, haben wir einfach auch immer sehr viel selber gebaut. Und dadurch kam eigentlich eine Haltung zur Architektur, die über das Bauen und selber Machen erwächst und gar nicht so sehr über die Kunst oder über den Entwurf oder das Design, sondern eher sozusagen dieses handwerkliche, wir packen an und machen was und schaffen uns Räume, in denen wir leben können, in denen wir was machen können, die vielleicht auch was aushalten, die auch eine Geschichte haben, die vielleicht nicht unbedingt perfekt sind und dadurch aber eine Chance haben zu überleben. Denn gerade im Altbau, gerade im Denkmal ist das Allerwichtigste eigentlich, dass es genutzt wird. Und das ist auch sozusagen die Haltung, mit der wir dieses Projekt Schloss Betheim betreiben. Man kann natürlich auch sagen, das reden wir uns alles ganz schön, weil wir natürlich auch nicht irgendwie über die Mittel verfügen, das Ganze hier in einem Riesenschritt zu machen. Aber ich sehe auch Denkmalprojekte, die in einem Zug mit sehr viel Geld instand gesetzt werden, verlieren viel zu schnell, viel zu häufig ihre atmosphärische Qualität. Esoterisch ausgedrückt ihre Seele. Ne? Aber also das nehmen die Eigentümer, die Benutzer und Benutzerinnen, die nehmen das wahr, dass so ein Gebäude übersaniert ist oder was verloren hat und nicht mehr diesen Zauber eines Gebäudes hat
das Möglichkeiten bietet. Dieses, was könnte man hier draus machen, das ist doch ein ganz starker Antrieb. Also auf diesem Hintergrund setzen wir das Schloss so nach und nach entstand. Also wir bringen das in so, ich möchte mal sagen, in so zyklischen Schritten, so wie so einer Iteration nach und nach auf ein höheres Niveau. Also angefangen haben wir mit diesen Räumen so, wie sie waren. Das waren zum Teil waren sie auch echt kaputt. Dann hat man einfach irgendwie versucht, das Fenster zuzumachen und das Wichtigste, einen Ofen reinzustellen, zu gucken, dass der Kamin bis oben über die Dachhaut rausgeht, und dann haben wir da drin gewohnt. In einem zweiten Schritt sind wir dazu hingegangen und haben dann mal angefangen, das, was wirklich hässlich war, also rauszunehmen und zu flicken. Die Wände zu schließen und drüber zu weißen, aber da haben wir noch nicht verbessert, was an Türen, Fenstern, Fußböden da war. Und mittlerweile war dann durch diese Art der Nutzung, die wir hier am Schloss haben, wo wir einfach explizit ein Angebot an die Öffentlichkeit haben. Also wir machen ja auch Kulturveranstaltungen, es gibt einen Ausstellungsraum, wir haben das Café, wir haben soziale Nutzungen in der Gärtnerei. Auf diesem Wege sind wir glücklicherweise sehr gut gefördert und bekommen wir sehr gute Denkmalunterstützung, Denkmalzuweisung. Und damit können wir auch wirklich hochwertige Denkmalpflege machen können, sozusagen wirklich einen Qualitätssprung machen in der Art, wie wir die Räume auch herrichten oder Teile des Schlosses herrichten. Und haben dann eben damit angefangen, dass wir hier nebenan, da wo ich gerade hingucke, dieses ehemalige Speisezimmer des Schlosses als denkmalgerecht wiederherstellen, als Ausstellungsraum fürs Schloss. Dann wird das insgesamt besser und dann guckt man sich den Raum an und sagt, naja, jetzt haben wir sozusagen, ich muss das irgendwie im Gleichgewicht halten. Und dann haben wir gesagt, naja, komm, jetzt gucken wir doch nochmal, ob uns nicht jemand den Boden anbieten kann, ihn einfach herstellt, wie wir uns das vorstellen. Klar, wenn man dann ins Internet geht und irgendwie Dielen sucht, ich meine, dann ist man sozusagen irgendwie erstmal 2 Tage beschäftigt, die ganzen Angebote von sogenannten Landhausdielen und Parkett und Echtholzzeug, das irgendwie alles wegzusortieren. Also es ist dann ja doch eher selten, dass ich jemanden finde, der mir sagt, ich habe einfach hier das, wie ich sage, das Brett, einfach sozusagen eine Diele in der Größe, in der Breite, in der Qualität, die ja auch als relativ normales Produkt anbietet und es nicht irgendwie so auf so eine New Yorker Showroom-Qualität hochjazzt. Sondern sagt, das hat so eine gewisse Bodenständigkeit, das ist ein gewisses Selbstbewusstsein, dass man Qualität anbietet, das ist ja schon wichtig. Und sind wir dann tatsächlich bei der Firma Hiram gelandet, die nach ihrer Außendarstellung das Material verkauft oder anbietet, was wir gesucht haben. Und das hat sich dann auf dem üblichen Weg, dass wir mal einen Kontakt aufgenommen haben, uns Muster haben senden lassen, dann auch bestätigt. Wir als Hersteller wurden eben vom Bauherrn und vom Architekten ausgewählt, weil wir eine sehr individuelle Lösung anbieten konnten. Wir fertigen Produkte an, abgestimmt auf die Baustellen oder auf diese auch denkmalgeschützten Projekte, wie eben dieses Schloss Bethheim. Die Dielen wurden hier massiv, also in 28 mm Stärke gefertigt, in 25 und 30 cm Breite, teilweise bis zu 12 Meter lang. Das ist eine sehr, sehr eindrucksvolle Diele, die gefertigt wurde und die hier auch verlegt wurde, fachmännisch verlegt wurde. Und das Holz, was hier verwendet wurde, ist eben die Douglasie, eine bei uns im Schwarzwald heimische Holzart, die sich auch anbietet, wenn man eben sehr lange und sehr breite Dielen produzieren möchte in hochwertiger Qualität. Die Wertigkeit von sowas bekommt es eigentlich hinterher fast noch mehr durch den Einbau und dann auch durch die Pflege. Also der Aufbau von Gebrauchsspuren und Patina, den finde ich für sein Gebäude eigentlich entscheidend. Ja. Und Gebrauchsspuren und Patina kann ich eigentlich nur mit Materialien aufbauen, die das auch aushalten. Ja, und das ist sozusagen für mich auch immer einer der Gründe, weswegen ich dann so dicke Dielen auf dem Boden haben will, weil ich da weiß, mit denen im allerschlimmsten Fall könnte ich sie mal schleifen, was ich aber eigentlich nie machen will. Aber sie halten das aus, alles, was wir hiermit anstellen. Von irgendwie Schrubben, Seifen, Tanzen, das ganze Programm, was hier so passiert.
Auch kleine Beschädigungen hält so ein Boden ja aus, weil der einfach durch die Elastizität über das Gesamtmaterial auch mal irgendwie ein kleiner Detscher oder wenn ich irgendwie ein schweres Möbel an der Stelle habe stehen lassen, wenn ich es dann entferne, drückt sich das dann allmählich wieder weg. Über mein Verhältnis hierzu, zu diesem eigentlich viel zu großen Projekt für die einzelne Person. Zum einen ist es so, ich bin ja nicht alleine, sondern das ist ein Ort, wo viele Menschen mitarbeiten, eine Aufgabe drin haben, das schätzen, sich hier gerne aufhalten. Und ich persönlich werde, gerade bei so Führungen wie jetzt zum Tag des offenen Denkmals, werde ich immer gefragt, ob manche Leute kommen dann und sagen, das ist ja eine Lebensaufgabe. Und dann sage ich, ja, klar, das ist meine.